Willkommen zurück in der Brickworld, heute Update 27 und wie ihr hier seht, geht es heute mal wieder nach unten unter die Erde in die U-Bahn. Das heutige Video aus der Brickworld entstand mit freundlicher Unterstützung von Boni.tv. Dort gibt es kostenlose Gutscheine und Cashback für mehr als 2700 Online-Shops. Und kleiner Tipp am Rande, ihr findet dort auch den einen oder anderen Gutschein für Freunde von Klemmbausteinen. Vielen Dank nochmal. Und zwar, das Thema hatte ich schon ein bisschen mysteriös letztens angesprochen. Und zwar, grundsätzlich, wir haben hier ja ein bisschen Werbung für Stranger Things und für Avengers Endgame. So, die Sache, die ich jetzt unbedingt mal angehen möchte und die ich noch in keiner anderen Lego-Stadt gesehen habe, ist, das hier ist statische Werbung. Aber wenn man sich vor allem in den letzten Jahren auch auf Bahnhöfen etc. mal umschaut, statische Werbung ist nicht das, was es eigentlich überall noch gibt, sondern inzwischen gibt es ja ganz oft diese Leinwände überall, auf denen eben animierte Werbung oder zumindest die Werbung durchwechselt zu sehen ist. Und dafür habe ich mir etwas bei eBay Kleinanzeigen gekauft, und zwar sehen wir es hier oben. Das hier ist ein sehr kleiner, sehr günstiger elektrischer Bilderrahmen, ich nehme mal hier hinten eine Figur zur Hilfe, relativ klein ist. Also er hat ungefähr die Größe einer Minifigur, ein bisschen größer, und hat damit die perfekte Größe für die Brickworld. Das heißt, hier drauf kann man verschiedene Bilder anzeigen lassen, die auch automatisch durchwechseln lassen. Hier ist eine kleine Speicherkarte drin, und das hier wird heute im Fokus des Videos stehen. Und zwar schauen wir, wie wir das hier in der U-Bahn einbauen können und dazu noch passenderweise Werbung schalten können. Also wir werden dann Werbung sehen für vielleicht Filme in der Brickworld oder für verschiedene Firmen etc. Und ich denke, ein bisschen animiert, zudem leuchtet es super, wird super in die U-Bahn passen und das Ganze mal wieder ein bisschen realistischer werden lassen. Und dazu kommt es noch, ich habe sowas noch nie in einer Lego-Welt gesehen und ja, baue ich ja gerne. Also, der Bildschirm kommt jetzt in die Brickworld. Wir schauen mal, wie wir es am besten einbauen können. Bis gleich! Nochmal einen kleinen Einwurf, und zwar dieses nette Paket habe ich am Samstag bekommen. Und zwar ist es auch von einem kleinen Shop bei Bricklink, der ebenso einen YouTube-Kanal betreibt. Den werde ich euch unten verlinken. Und das Besondere ist, wenn ihr wollt und bei diesem Shop bestellt, ich glaube, er heißt Bricks Just For Me, könnt ihr sagen in der Beschreibung bzw. in der Notiz für den Verkäufer, dass ihr diese Bestellung als Video sehen wollt auf dem Kanal. Und dann werdet ihr ein Video bekommen in ein paar Tagen nach der Bestellung, in der eure Bestellung gepackt wird. Und habe ich auch gemacht. Das Video zu meiner Bestellung wird ebenfalls heute online gehen, laut Plan. Es müsste ungefähr um 17 Uhr auf dem Kanal erscheinen. Ich werde den Kanal verlinken, damit ihr es anschauen könnt. Und ich dachte, wir schauen hier mal kurz rein, weil der liebe Patrick, so wie der Betreiber des Kanals heißt, beziehungsweise des Shops, wirklich sehr, sehr nett verpackt. Hier, Bricks Just For Me, das ist der Name des Kanals, gibt es auch bei Instagram. Und ich habe bei ihm einige Steine bestellt. Und was ich auch sehr nett finde, ist, man bekommt diesen kleinen Brixie dazu. Das ist so ein kleines Maskottchen, Gimmick bekommt man dazu. Und ich habe hier vor allem sehr viele Steine gekauft, die ich gebraucht habe. Die 1x4er hier in diesem schönen Farbton sind natürlich wieder für irgendwelche Unterbauten. Ansonsten haben wir hier noch ein paar bedruckte Steine und diese beiden Köpfe von Hidden Side. Die werden auch demnächst noch in einem Update eine Rolle spielen. Dazu noch 3 Figuren. Diesen netten Herrn in seiner Biker-Kluft. Diese eigentlich Space-Ingenieurin, die wird auch noch ihren Weg finden in die Stadt. Und noch diesen netten Herrn, der ist auch aus Hidden Side. Wird auch noch demnächst eine Rolle spielen. Ansonsten noch ein paar Kleinteile, die ich gebrauchen konnte. Wie gesagt, schaut mal auf seinem Kanal vorbei, schaut mal bei ihm im Shop vorbei. Und das Video, wie diese Bestellung gepackt wurde
und wie man als Bricklink-Verkäufer seine Steine sortiert am besten, werdet ihr heute am Beispiel dieses Paketes auch bei ihm auf dem Kanal sehen. So, und jetzt machen wir einfach mal mit der Hauptattraktion weiter. Okay, damit haben wir jetzt erstmal grundsätzlich die neue Erweiterungsfläche für diese Ebene der U-Bahn geschaffen. Wir haben den Grundaufbau gebaut und die Idee ist jetzt, dass wir unseren kleinen Bildschirm ungefähr irgendwie hier einbauen, so dass er hier fest drin steht und zum anderen natürlich von hier vorne schön zu sehen ist. Das heißt, ich werde das ganze Modul jetzt hier gleich nochmal rausnehmen und dann werde ich mir mal schauen, wie ich diesen Bildschirm da am besten einbauen kann, so dass man ihn gut sieht, aber auch er stabil da drin ist und, was auch wichtig ist, noch erreichbar ist von hinten. Das wird noch eine schöne Geschichte. So, ein kleiner Zwischenbericht. Ich habe da jetzt mal ein bisschen was getestet. Das sind sogar nur sehr wenige Steine bisher. Ich habe hier nochmal die grauen Bricks rausgenommen, weil das hier am Ende dann doch nicht mehr Teil der U-Bahn wird, sondern so ein Teil der Erde, des Gesteins etc. Und wenn ich jetzt hier unseren kleinen Bildschirm nehme und ihn hier reinsetze, passt der jetzt schon mal relativ gut hier in diese Lücke. Überrascht mich selber. Und der Vorteil an der Sache ist natürlich, was mir auch aufgefallen ist jetzt, die Anschlüsse sind tatsächlich hier hinten, was sehr praktisch ist, weil wir eben hier vorne unsere Front haben. Das heißt, die Kabel können schön nach hinten weggehen und die Bedienknöpfe sind hier oben. Das heißt, wenn ich das ein bisschen praktisch baue, sollte es klappen, dass ich auch an die Knöpfe komme. Das heißt, wir testen das mal ganz kurz. Wir setzen jetzt nochmal kurz das Element, das Modul besser gesagt, den wir gerade bauen, hier ein. Holen nochmal unseren Bildschirm. Und von der Höhe her passt der hier ja locker rein. Das heißt auch, ich komme dann auch später ganz locker noch von hinten mit meinen Fingern hier hin. Beziehungsweise vielleicht bauen wir auch irgendwann einfach hier eine Klappe vorne ein. Das wäre auch eine Option. Aber von der Höhe her sieht das ganz gut aus, finde ich. Ich hole jetzt mal noch mal schnell eine Minifigur. Stelle die jetzt einfach mal hier vorne hin zum Vergleich. Das muss natürlich also noch ein bisschen stabilisiert werden. Aber ich finde, von der Höhe im Größenverhältnis ist das gar nicht so schlecht. Das ist tatsächlich der kleinste digitale Bilderrahmen, den ich irgendwo gefunden habe. Hätte man noch kleinere Bildschirme haben möchten, hätte man da deutlich mehr basteln müssen mit eigenen Bildschirmen. Darauf hatte ich jetzt für dieses kleine Projekt, kleines Projekt in Anführungsstrichen, dann doch keine Lust und war eigentlich ganz froh, diesen Bildschirm gefunden zu haben und denke, das wird eine schöne Sache. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und nochmal ein bisschen weiter. Ich habe jetzt die Grundstruktur erstmal für dieses Modul gebaut. Das heißt, hier drüben haben wir nochmal diese Mauersteine, die wir auch hier hinten sehen an dieser Wand, wird ja hier angeschlossen. Und hier ist jetzt der Bildschirm drin. Man sieht ihn eigentlich gar nicht mehr richtig, dass er dahinter hängt. Die Konstruktion sieht jetzt so aus, ist sehr, sehr fest, erstaunlich. Und ja, dann muss ich jetzt hier gleich noch fließen mit den grünen Fliesen, die ich hier drin habe. Und dann fließen wir hier vorne noch ein bisschen den ganzen Weg. Und dann müssten wir eigentlich nur noch ein bisschen Dach drauf bauen, falls ich das heute schon schaffe von den Teilen, die ich da habe. Dann würde ich noch ein Licht installieren oben an der Decke, damit es nicht so dunkel ist. Und dann müssen wir uns darum kümmern, was hier zu sehen ist. Also, es wird spannend. Es hat viel besser funktioniert, als ich dachte. Das Einzige, was jetzt noch bleibt, woran ich vielleicht ein Problem sehe, ist, dass ich noch an diese Knöpfe von hinten komme. Aber ich habe extra nur hier vorne oben drüber gebaut und hinten nur an der Seite, damit es eben hier eingeklemmt ist. Und ich denke, das könnte gut klappen. Also ich fange jetzt gleich an zu fließen und dann schauen wir, wie es weitergeht.
ist es jetzt schon deutlich hübscher geworden. Ich habe jetzt hier einfach mal komplett durchgefliest. Wir werden da in einer späteren Episode nochmal ein paar Details einfügen, wie eine Bank etc., Mülleimer, damit es eben hier nicht einfach nur so ein leerer Raum ist. Aber jetzt geht es ja in dieser Episode erstmal nur um diesen Bildschirm. Und die ganze Aktion hier ist ja auch dazu da, dass es einfach schön zum Rest passt. Ich nehme jetzt mal das Modul hier kurz mit. Und stelle es, ich versuche es mit einer Hand hier unten reinzustellen. Ich schiebe es mal ungefähr an die richtige Stelle. Dann mache ich hier mal unten noch das Licht an. Dann sehen wir hier hinten in der Ecke zwar immer noch nicht sehr viel, weil hier eben noch kein Licht ist. Aber es macht sich, finde ich. Ja, also es sieht jetzt schön aus. Es geht ja jetzt über die Breite von 3 Baseplates. Und hier haben wir dann unseren Bildschirm. Also mir gefällt es super. Das hier wird dann natürlich alles wieder verkleidet. Also ich finde, es macht sich. Vor allem, dass wir jetzt eben dadurch, dass es jetzt hier nach hinten geht, gewinnen wir natürlich mehr Tiefe. Und da hinten werden wir dann in späteren Episoden dann die ersten Läden sehen. Das wird dann super schön, weil es wird beleuchtet von hinten kommen. Man sieht dann die Leute hinten einkaufen. Das wird sicherlich eine ganz schöne Geschichte. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, über die Breite, über 3 Baseplates, ich finde es echt gut. Das heißt, ich werde jetzt hier gleich noch versuchen, die Decke grob zu bauen und Lichter zu installieren, damit wir eben auch Licht haben. Und danach schauen wir uns erstmal an, wie es aussieht. Und danach kümmern wir uns darum, dass hier auch endlich was zu sehen ist. Nochmal ein kleines Zwischenupdate. Ich habe jetzt noch 2 Dinge gemacht. Zum einen habe ich hier jetzt mal hochgemauert mit verschiedenen Bricks und Plates. Das wird ja dann sozusagen die Erdschicht sein, hier daneben der U-Bahn sozusagen. Da um auch hier den Bildschirm von der Seite zu verdecken. Das heißt, das Ganze, ich nehme es nochmal mit, schiebe es nochmal hier unten rein. Das heißt, wir haben dann jetzt hier an der Seite die Schicht aus der Erde und verschiedenen Steinchen habe ich jetzt eingebaut, was dann hier fortgeführt werden wird, um später irgendwann mal hier den Balken zu verdecken, um dann hier drüben mit der eigentlichen U-Bahn weiterbauen zu können. Genau, und was ich jetzt auch gemacht habe, ich nehme nochmal das Modul hier raus, stelle es nochmal hier hin. Ich habe das Dach fertig gebaut, es ist einfach wie immer. Ich habe auch schon die beiden Lampen mit eingebaut, das Ganze heißt, kommt dann hier oben drauf. Und dann haben wir hier unsere Decke mit 2 Lampen, die schließe ich dann noch an. Was ich aber jetzt erst machen will, ich will jetzt erstmal mich um den Bildschirm hier kümmern. Und da werden wir jetzt gleich mal den am Rechner anschließen, um eben Bilder draufschieben zu können. Dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht, wenn da Bilder zu sehen sind, die dann auch durchwechseln können. So, ich habe jetzt mal hier in Photoshop angefangen, ein paar Werbeplakate zu basteln. Hier zum Beispiel für die Brickworld Talent Show, die in der Brickworld ganz beliebt ist. Und hier ist der Bildschirm im Modul eingebaut. Und ich werde jetzt mal auf Enter drücken. Jetzt sehen wir hier alle unsere Plakate, die ich momentan habe. So, nochmal Enter drücken. Und da sehen wir schon das erste Plakat. Und ich stelle jetzt noch auf Slideshow. Und jetzt können wir uns das Ganze mal hier anschauen. Da ist auch unser Plakat, das wir hier designt haben. Sehen wir jetzt hier sehr schön. Da ist unser heutiger Sponsor für dieses Video. Vielen Dank nochmal. Dann Werbung für den Lego Store, der in einem Shopping Center im Bahnhof kommen wird. British Airways wünscht, dass wir nach Paris fliegen. Und hier, Advertise here, grow your business. Scheint schon mal super zu funktionieren. Das heißt, ich werde das Ganze hier jetzt wieder rüberbringen zum Tisch, richtig einbauen. Und dann schauen wir gleich mal, wie das Ganze aussieht, wenn es eingebaut ist. Ich muss natürlich auch noch die Lampen anschließen. Aber scheint besser zu laufen, als ich eigentlich dachte. Ich freue mich. Nochmal ein kleines Zwischenfazit. Jetzt ist alles fertig gebaut, das Dach ist drauf, hier ist alles angeschlossen, ich habe die Verkabelung fertig. Das Modul muss natürlich jetzt hier unten gleich noch reingeschoben werden. Ich teste jetzt mal, ob das Licht geht. Hier drüben leuchtet schon mal wieder alles. Und hier oben Lampe geht. Das sieht schon mal super aus. Das heißt, ich werde jetzt gleich hier nochmal kurz einen Cut machen. Das Modul hier unten richtig einbauen. Verbinden. Den kleinen Monitor wieder anschließen. Und dann sehen wir gleich, wie das Ganze fertig aussieht.
So, und damit sind wir jetzt auch schon fertig für heute. Das neue Modul für die U-Bahn mit dem Werbeaspekt, der da hinten zu sehen ist, mit dem kleinen Bildschirm, ist fertig. Ich habe jetzt auch mal ein paar Minifiguren wieder hingestellt, damit wir einfach mal sehen, wie bisher die ganze grüne Etage aussieht. Wir haben hier vorne den Aufzug, der bald auch endlich mal fertiggestellt werden muss. Dann haben wir hier diesen kleinen Gang, der irgendwo noch hinführen wird. Damit fing es vor vielen Episoden an. Dieses Modul hier mit der Treppe nach unten hatten wir, glaube ich, zum 50er und zum 100 Abonnenten-Special zusammengebaut. Wir gehen jetzt ganz scharf auf die 1000 Abonnenten zu. Und hier ist unsere elektronische Werbeleinwand. Endlich in Aktion, endlich am richtigen Platz. Und mir gefällt's super. Wir können mal ein bisschen zuschauen. Und ich habe auch ein bisschen Leben versucht, hier endlich mal reinzubringen wieder. Es ist voll hier unten. Und da wechselt auch schon wieder die Werbung da hinten. Das sieht einfach super aus, meiner Meinung nach. Es ist viel besser geworden, als ich eigentlich dachte. Auf der Kamera kann es sein, dass es ein bisschen überstrahlt. Aber es sieht echt gut aus. Es ist besser geworden, als ich dachte. Und ich finde, es bringt ein ganzes Stück Leben hier in die Welt. Und ja, ich gehe mal ein bisschen zurück. Dann seht ihr mal, wie groß das hier unten jetzt inzwischen geworden ist. Da oben sehen wir jetzt auch schön den Bahnhof im Hintergrund. Zu dem wir ja irgendwann, wenn es hier langsam weiter nach hinten geht mit allem in beiden Etagen, auch eine Verbindung herstellen werden. Und ich glaube, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das da hier ist ja nur eine Säule, die wir da haben. Da hinten werden dann die ersten Läden kommen. Das wird natürlich auch alles schön beleuchtet und dann wird es hier unten wirklich schön mit Leben voll. Wir werden auch hier noch oben was einbauen und wir werden natürlich hier alles verkleiden noch. Das Brett hier muss ich noch ein bisschen runtersetzen. Man sieht, dass der Abstand hier kleiner wird. Das heißt, das Brett ist hier in der Ecke zu weit oben. Das mache ich aber irgendwann mal abseits der Kamera. Und ansonsten, ich finde, heute hat es echt einen guten Schritt nach vorne gemacht. Mir gefällt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Welche Werbung man hier noch so laufen lassen könnte. Ihr könnt gerne mir eigene Werbefotos im Lego-Stil basteln und mir schicken. Größe wäre übrigens 640 x 480 Pixel, nur so als Info. E-Mail-Adresse findet ihr im Impressum hier auf dem Kanal. Und ansonsten bin ich wirklich sehr froh, dass wir inzwischen die 900 Abonnenten geknackt haben. Wir nähern uns den 1000. Dann wird es wieder ein kleines Special geben. Ich glaube, das Special wird sich ein bisschen mit dem Bahnhof da hinten befassen. Und was wir jetzt demnächst tun werden, wir werden hier noch ein kleines Modul hinten einbauen und dann auch irgendwann uns mal nach da hinten bewegen. Und hier unten muss es ja auch irgendwann mal weitergehen. Ich werde dann irgendwann demnächst mal endlich die U-Bahn planen, beziehungsweise erstmal den U-Bahn-Zug, an dem wir uns dann orientieren. Und natürlich weiterhin Projekt, der Aufzug muss hier endlich fertig verkleidet werden. Der Baukran auf der Baustelle fehlt und natürlich der Fluss muss auch weitergebaut werden. Wir haben also viele Projekte und ja, heute gab es dieses kleine Projekt. Ich freue mich drüber. Gerne eure Kommentare dazu in die Kommentare natürlich und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ich freue mich auf euch. Viel Spaß beim selber bauen und bis dann. Und ganz wichtig, bleibt gesund.